Ist Italien wirklich ein Steuerparadies? Ist der italienische Non-Dom-Status wirklich etwas, das man empfehlen kann, das du dir näher anschauen solltest? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Italien ist sicherlich eins der schönsten Länder, die es gibt. Vielleicht etwas chaotisch, aber natürlich ein Lifestyle, den es praktisch sonst nirgendwo anders gibt. Ein wunderschönes Land, wunderbares Wetter, wunderbare Natur, wunderbares Essen, wunderbare Weine. Also von Italien, da kann man tatsächlich nur in Superlativen sprechen. Immer natürlich auch unter der Prämisse, dass du in der Lage bist, das italienische Chaos auszuhalten, aber lassen wir das mal eben außen vor. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Videos gesehen, die hier vom italienischen Non-Dom-Status sprechen, also von einem Steuersystem in Italien, das dort eingeführt wurde, um Wohlhabende anzuziehen, die dann in Italien unter steuerlich besonders günstigen Bedingungen angeblich leben können. Tatsächlich ist es so, dass dieser sogenannte Non-Dom-Status in Italien etliche Wohlhabende anzieht. Man hat in den letzten Jahren, und das sind offizielle Statistiken der italienischen Regierung, etwa zwischen 1000 bis 2000 Personen gesehen, wohlhabende High-Net-Worth Individuals, die nach Italien gezogen sind und dort diesen Status beantragt haben. Was erlaubt dir dieser Status? Nun, du kannst bis zu 15 Jahre in Italien leben. Du zahlst dort dann eine Flat Tax von 300.000 Euro. Das wurde zunächst mal erhöht von 100.000 auf 200.000 und ab diesem Jahr von 200.000 auf 300.000. Und mit diesen 300.000 Euro pro Jahr sind dann sämtliche ausländischen Einkünfte abgedeckt. Das heißt, du musst dann keine weiteren Steuern bezahlen auf deine ausländischen Einkünfte. Hier gibt es diverse Einschränkungen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, sofort dein Unternehmen zu verkaufen, wenn du nach Italien umgezogen bist. Diese Einkünfte aus dem Verkauf eines ausländischen Unternehmens, die wären außen vor. Auch fallen natürlich italienische Einkünfte unter die italienische Einkommensteuer, wobei es hier vor kurzem einen behördlichen Entscheid gegeben hat, dass du möglicherweise deine italienischen Einkünfte über das sogenannte Impatriati-Scheme steuerlich optimieren kannst. Damit sind 50% deiner italienischen Einnahmen, zum Beispiel aus Beschäftigung oder Selbstständigkeit, steuerfrei. Auf die restlichen 50% musst du dann ganz normal italienische Steuern und Sozialabgaben bezahlen. Das Ganze gilt für 5 Jahre und genau, du kannst das Impatriati-Regime kombinieren mit dem italienischen Non-Dom-Status. Da gibt es dann natürlich bestimmte Grenzen, die du beachten musst. Also wenn du jetzt Fußballer bist und 10 Millionen verdienst, dann bringt dir das Impatriati-Scheme nichts. Aber natürlich, der Non-Dom-Status ist besonders für Personen wie Fußballer interessant, denn sie zahlen dann Steuern auf das Gehalt, was sie als Fußballspieler bekommen in Italien, aber ausländische Lizenzdeals, die sie zum Beispiel für Trikotverkäufe außerhalb von Italien bekommen, diese sind dann alle komplett steuerfrei für diese Fußballer. Und es gibt ja auch einige sehr bekannte Fußballer, die diesen Status genau in Anspruch genommen haben und dazu ja auch öffentlich Stellung genommen haben. Besonders in die Schlagzeilen gekommen ist dieser italienische Non-Dom-Status in Zusammenhang mit dem UK. Du hast vielleicht davon gehört, dass der UK sein Non-Dom-Regime beendet hat. Und da gab es dann alle möglichen unseriösen Zahlen dazu, wie viele angeblichen Millionäre den UK verlassen haben und in Länder wie Italien umgezogen sind. Diese Zahlen sind weitestgehend falsch. Ich würde darauf nicht sehr viel geben. Aber Tatsache ist, wie gesagt, dass der italienische Non-Dom-Status natürlich relativ populär ist. Deswegen hat man sich natürlich entschlossen, jetzt auch die Gebühren zu erhöhen, weil als man die Gebühr auf 200.000 erhöht hat, hat das den Bewerberzahlen keinen Abbruch getan. Und jetzt sagt man, okay, also wenn die Leute kommen, dann sollen sie 300.000 bezahlen, mal sehen, wer dann noch kommt. Natürlich gibt es dazu jede Menge Kritik aus der EU an diesem Status. Das ist sicherlich ein weiterer Grund, warum man die Steuer auf 300.000 erhöht hat. Hinsichtlich UK gab es dann diesbezüglich auch einen ganz interessanten Bericht. Diesen möchte ich dir jetzt auch mal zeigen. Also Top Goldman Sachs Banker quits UK after non-dom change. Investment Banks Vice Chair Richard Noddy is moving to Milan. Also der Vizechef von Goldman Sachs in Europa ist nach Mailand umgezogen. Bei ihm wird gemunkelt, dass er so insgesamt 10 Millionen im Jahr verdient. Sein Fixum, das ist ungefähr 1 Million, das muss er dann in Italien versteuern. Die restlichen 9 Millionen, das sind Boni und diese werden vor allen Dingen aus den USA bezahlt von Goldman und deswegen sind diese dann natürlich in Italien komplett steuerfrei, beziehungsweise sie sind eben abgegolten mit der Pauschalsteuer in Höhe von 300.000 Euro. Als er nach Italien gezogen ist, da waren es noch 200.000 Euro. So, jetzt kannst du dir also überlegen, er zahlt also 200.000 Steuern auf 9 Millionen Einkommen. Das sind 2,2% Steuern. Das ist natürlich sensationell. Für ihn muss man sich sagen, lohnt es wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie Goldman Sachs hier seine Pay-Packages strukturiert, aber man muss natürlich extrem aufpassen, dass dieser Bonus, den er bekommt, nichts mit der Tätigkeit zu tun hat, die er dort in Italien ausübt. Ich gehe davon aus, dass er eben viel rumreist und im Grunde genommen sagt, naja,
Die 9 Millionen Bonus, die ich enthalte, die sind nicht für eine Tätigkeit in Italien. Also ich habe diese Tätigkeit nicht vor Ort in Italien ausgeübt, sondern ich habe sie eben ausgeübt außerhalb Italiens. Und deswegen ist der Bonus auch im Grunde genommen nicht für Tätigkeiten in Italien zu zahlen, nicht für Kunden in Italien zu zahlen, sondern für Kunden außerhalb Italiens. Und daher muss ich in Italien nicht versteuern. Das ist jetzt reine Spekulation. Wie es die Bank natürlich wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht liege ich ja auch komplett falsch in meiner Analyse. Aber was ich sagen will ist, hier ist natürlich ein Mensch, der 10 Millionen im Jahr verdient. Oder wir haben von Fußballern gesprochen, die möglicherweise auch große Millionenbeträge verdienen. So, jetzt sprechen wir mal über dich. Mal angenommen, du würdest jetzt 1 Million Euro im Jahr verdienen. Zum Beispiel über Kapitalerträge, die du im Ausland hast. Nehmen wir mal an, du hast ein großes Aktiendepot und du verdienst dir insgesamt pro Jahr eine Rendite von 1 Million Euro. Jetzt müsstest du 300.000 Steuern in Italien bezahlen. Das wären also schon 30%. Nun, ich muss sagen, wir haben viele wohlhabende Mandanten und auch sehr viele sehr wohlhabende Mandanten. Aber ich kenne kaum einen Mandanten, der einfach bei 300.000 sagen würde, naja, okay, das ist ja hier nur Pillepalle, das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz. Die meisten unserer Mandanten haben natürlich hohe Einkünfte, aber nicht so hohe Einkünfte, dass sie jetzt dieser italienische Non-Dom-Status lohnen würde. Das ist natürlich jetzt komplett individuell. Bist du ein Goldman Sachs Banker oder in einer ähnlichen Position, wo du das entsprechend steuern und strukturieren kannst, dann macht das vielleicht absolut Sinn für dich. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist für die meisten, auch jene, die sehr gut verdienen, der italienische Status nicht besonders attraktiv. Denn es hat ja auch noch andere Nachteile. Du musst ja nicht nur die italienische Seite anschauen, sondern insbesondere als Deutscher musst du ja auch die deutsche Seite anschauen. Und ein Problem ist zum Beispiel, wenn du diesen italienischen Status benutzt, dann fällst du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht und das Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien gilt nicht. Zusätzlich werden auch diese 300.000 Steuern, die du in Italien bezahlst, nicht in Deutschland anerkannt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Gewinnausschüttung aus deutschen Unternehmen erhältst, dann wirst du die ganz normal in Deutschland versteuern müssen und du wirst weiterhin diese 300.000 in Italien bezahlen. Da gibt es also keine Verrechnung. Wenn du deutsche Aktien verkaufst, gilt ganz genau das Gleiche. Möglicherweise, wenn du Einkünfte aus Krypto hast, ebenso, weil diese dann von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht in Deutschland betroffen. Weiterhin ist dann auch das Risiko der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Deutschland gegeben. Darunter fällst du ja noch mindestens 5 Jahre im Falle von Italien aufgrund des Sonderstatus, möglicherweise auch für 10 Jahre. Also wir haben diesen Status schon mit mehreren Mandanten angeschaut und ich muss sagen, dass es sich für die meisten Mandanten nicht gelohnt hat. Und auch schon nicht gelohnt hat, als die Steuer nur 200.000 Euro war. Denn durch einen wirklichen steuereffizienten Umzug ins Ausland wirst du oftmals weniger als 200.000 an Steuern bezahlen müssen. Der große Vorteil, den du natürlich hast, ist, dass man in Italien einen tollen Lifestyle hat. Das heißt also, du musst eben nicht in die Wüste ziehen wie nach Dubai oder auf eine kleine Insel wie nach Malta oder in den Dschungel wie nach Panama oder in den Regen wie nach Irland. Du kannst eben nach Italien ziehen. Und das hat natürlich schon ganz gewaltige Reize, das muss man schon ganz klar sagen. Aber aus steuerlicher Sicht muss ich sagen, macht es wirklich für die wenigsten Sinn. Ich würde stattdessen eher eine andere Strategie fahren. Wobei natürlich, wenn du Kinder hast, wenn du Familie hast, dann wird das schwierig. Ich würde sagen, die bessere Strategie zu sagen ist, wenn dir Italien gefällt, dass du in Italien sehr viel Zeit verbringst, dass du aber eben Tage zählst, dass du dich eben nicht mehr als ein halbes Jahr pro Jahr in Italien aufhältst. Da gibt es dann spezifisch im italienischen Steuerrecht auch noch andere Steuerfallen, auf die man achten muss. Ja, ich sage es jetzt also stark vereinfacht. Aber wenn du es dir einmal genau überlegst, musst du wirklich mehr als ein halbes Jahr in Italien sein? Kannst du nicht wirklich den italienischen Lebensstil genießen, auch in einem halben Jahr? Muss es wirklich das ganze Jahr sein? Also wenn die Antwort ist, ja, es muss das ganze Jahr sein, ich bin besessen von Italien, ich liebe Italien so sehr, la dolce vita, dann musst du dir vielleicht überlegen, ob dieser steuerliche Status für dich Sinn macht. Aber ehrlich gesagt, wenn du Einkünfte aus Deutschland hast, dann macht für dich möglicherweise auch ein ganz normaler Wohnsitz ohne den steuerlichen Sonderstatus Sinn und du nutzt einfach das DBA aus. Dann werden auf deutsche Einkünfte, zum Beispiel Ausschüttung aus deutschen Unternehmen, eben weiterhin Steuern in Deutschland fällig. Aber du kannst das kombinieren mit einem wunderschönen Lebensstil in Italien. Ein weiterer Pluspunkt, den ja Italien hat, ist, dass zum Beispiel die Erbschafts- und Schenkungssteuer dort ziemlich gering ausfällt. Du könntest also zum Beispiel sagen, gut, okay, ich bin 5 Jahre lang noch in der deutschen Schenkungs- und Erbschaftssteuer voll drin, danach dann nicht mehr. Ich nutze also Italien nicht nur aus wegen des guten Lebensstiles, sondern weil ich dort auch sehr steuergünstig dann Vermögen an
meine Nachkommen übertragen kann. Das könnte dir ja dann auch jenseits des steuerlichen Sonderstatus ein Vorteil sein. Aber ich würde sagen, dass bei richtiger Planung in den meisten Fällen, vor allen Dingen wenn du Unternehmer bist, natürlich du weniger als 300.000 Steuern in Italien bezahlen musst. Also, wie gesagt, ich will dir Italien gar nicht ausreden. Wenn Italien dein Land ist, dann muss man Wege finden, wie es dir dort möglich gemacht wird, zu leben. Um was es mir darauf ankommt, ist, dass du dir jetzt nicht allzu große Hoffnung machst wegen dieses italienischen Non-Dom-Status. Ich denke, ehrlich gesagt, für die meisten hat dieser Status keinen Sinn. Aber wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon von anderen steuerlichen Modellen in Italien gesprochen. Zum Beispiel das Impatriati-Scheme. Damit kannst du dann in Italien leben. 50% deines italienischen Gehaltes oder deiner Einnahmen als italienischer Unternehmer sind steuerfrei bis zu einer gewissen Grenze. Auf den Rest zahlst du Steuern und Sozialabgaben in Italien. Italien ist auch interessant für Rentner. Deine staatliche Rente aus Deutschland müsstest du weiterhin in Deutschland versteuern, aber auf Betriebsrenten und auf alle anderen Auslandseinkünfte, zum Beispiel Kapitalerträge, werden nur 7% Steuern in Italien fällig. Allerdings müsstest du in Süditalien wohnen und in einer Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern. Also Italien hat schon steuerlich das eine oder andere zu bieten. Wie gesagt, vom Lifestyle her natürlich nicht zu schlagen. Aber die Frage ist eben, wie du Steuern und Lifestyle ideal kombinieren kannst. Meiner Meinung nach ist es für die meisten Mandanten am besten so, dass sie viel Zeit in Italien verbringen, aber natürlich eine steuerliche Ansässigkeit dort vermeiden. Wenn dich das Thema Auswandern nach Italien oder irgendwo anders hin interessiert, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich steueroptimiert im Ausland aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu beschaffen, Vermögen international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.